In diesem Mini-Video wollen wir uns ansehen, wie man Bewertungen für Aufgaben erfährt. Ein kurzer Blick auf das Glockensymbol der Systemnachrichten zeigt, es gibt Neuigkeiten. Schauen wir doch mal, was das tatsächlich ist. Hier haben wir Zusammenfassung von Foren als Information und wir haben Bewertungen von Abgaben erhalten. Wichtig, diese Benachrichtigung erhalten wir nur, weil wir das entsprechend konfiguriert haben. Ich zeige nochmal schnell, wie man das konfiguriert. Man geht hier oben rechts auf den eigenen Namen, zu Einstellungen, Systemnachrichten und sagt bei Aufgabe Systemnachrichten zur Aufgabe bei Web, Online, an und Offline an. Also wieder zurück. Hier stellen wir fest, wir haben eine Bewertung einer Aufgabe bekommen. In dieser Information steht direkt, wer uns bewertet hat, Guido Rössling. Was gemacht wurde, ein Feedback gegeben für eine Lösung. Auf was sich das bezieht? Abgabe der ersten Hausaufgabe in Klammern Autorengruppen, das ist der Name der Aktivität. Wann es passiert ist, vor einem Tag und 20 Stunden. Und wir können es uns vollständig anzeigen lassen. Also, wir erhalten hier schon relativ viele Informationen. Wir klicken hier noch einmal auf vollständig anzeigen. Dann sehen wir hier auch noch genau die Navigation. Das handelt sich also um eine Aufgabe, Abgabe der ersten Hausaufgabe Autorengruppe im Themenbereich Aufgabe im Kurs Beispielkurs. Hier unten steht dann nochmal, wer hat uns das Feedback wofür gegeben. Und wir haben einen Link, mit dem wir direkt zu Lösung und Feedback erhalten. Was hier nicht enthalten ist, ist die konkrete Bewertung. Dafür klicken wir nun auf diesen Link. Verglichen mit der vorherigen Anzeige der Tabelle Abgabestatus hat sich ein wenig verändert. Der Abgabestatus ist zur Bewertung abgegeben und vor allen Dingen der Bewertungsstatus ist bewertet. Wenn wir ein klein wenig herunterscrollen, sehen wir unten noch eine neue Tabelle, nämlich Feedback. Feedback enthält die Bewertung. Beachten Sie dabei, dass hier auch unsere Autorengruppe angegeben wurde. Das heißt, es wird angegeben, mit wem zusammen ich die gleiche Bewertung erhalten habe. Hier oben bei der Abgabe selber sehen wir, wer die Abgabe getätigt hat und wer die Co-Autoren waren. Hier unten sind dann alle gleichberechtigt mit der gleichen Bewertung. Schauen wir uns genauer an, was beim Feedback steht. Hier steht die Bewertung. Es wurden 93,00 von 100 möglichen Punkten erreicht. Es wird angegeben, wann bewertet wurde und durch wen. Über das Icon hier vorne können wir entsprechend klicken und kommen zu dem Nutzer und können dann beispielsweise eine Mitteilung senden. Wir sehen, wie gesagt, die Autorengruppe bei dieser Abgabe, die eine Autorengruppe hatte. Und bei Feedback als Kommentar sehen wir textuelles Feedback, also eine Begründung, warum Punkte abgezogen wurde oder was besonders gut, schlecht, wie auch immer war. Wenn der Text etwas länger ist, wird er am Ende mit 3 Pünktchen abgekürzt. Das kann man leicht übersehen. Und ganz vorne ist ein Plus-Icon. Plus bedeutet nicht weitere Kommentare hinzufügen, sondern zeige mir den vollständigen Text an. Plus statt Minus, klappe es zusammen. Hier bekomme ich jetzt also die vollständige Begründung der bewerteten Person, die angibt, warum eine besondere Bewertung oder Punktabzug beispielsweise vorgenommen wurde. Da das eine reine Demonstrationsaufgabe war, müssen Sie sich das gar nicht in diesem Falle genauer durchlesen, da es, wie gesagt, keine echte Abgabe in dem Sinne und Bewertung war. Wir haben aber gesehen, es gab mehr als nur eine Bewertung. Also gehen wir nochmal zu unseren Systemnachrichten. Wir haben auch für die Abgabe der zweiten Hausaufgabe mit einer Einzelabgabe ein Feedback erhalten. Wir können diese öffnen, indem wir auch hier über Mitteilung vollständig ansehen gehen und entsprechend diesen Link anklicken. Oder wir können auch im Kurs auf die Aufgabe wechseln. Das heißt, hier links ist Abgabe der zweiten Hausaufgabe. Das mache ich jetzt, um diesen alternativen Weg zu zeigen. Auch dann sehe ich die Bewertung. Auch hier oben ist der Abgabestatus und Bewertungsstatus. Hier ist keine Angabe einer Autorengruppe, da es eine Einzelabgabe war. Und unten die Tabelle Feedback ist im Prinzip genau wie eben strukturiert, nur ohne die Autorengruppe. Das heißt, hier habe ich meine Punktzahl, 73 von 100, Datum der Bewertung mit Uhrzeit, bewertende Person und das Feedback. Auch hier würde normalerweise hoffentlich ein etwas sinnvolleres Feedback stehen als dieses Feedback. Das ist eine sehr kurze Fassung des Feedbacks, da es sich, wie gesagt, um keine echt bearbeitete Aufgabe handelte.
Eine weitere Möglichkeit des Zugreifens ist natürlich zum Beispiel auch hier über die Navigation auf den Beispielkurs zu gehen und nach der Aufgabe zu suchen. Das wäre jetzt im dritten Fall unsere dritte Abgabe, die ebenfalls bewertet wurde, nämlich eine Gruppenabgabe. Hier ist zu beachten, hier steht als erstes Gruppe. Wenn hier vorne Gruppe steht als erstes, heißt das, es handelt sich um eine Gruppenabgabe. Das heißt, sobald eine Person der gleichen Gruppe etwas abgibt, gilt das als Lösung für die gesamte Gruppe. Alle Mitglieder der Gruppe können diese Abgabe entsprechend auch sehen. Daher bietet sich diese Variante nicht für die Kleingruppen wie in Mathematik oder FOP beispielsweise an, wo eine Kleingruppe leicht 25 oder mehr Personen hat. Es passt aber oft gut für Seminare oder Praktika mit einer Gruppengröße meistens zwischen 2 und 5 Personen und wo eben als eine Gruppe gemeinsam eine Leistung erbracht werden soll. Die anderen Elemente sind im Prinzip wie gehabt. Wir haben hier oben die Informationen zu unserer Abgabe und wir haben unten unser Feedback mit den Angaben, wie viele Punkte gab es, wer hat bewertet, wann und welchen Kommentar hat die Person entsprechend hinterlassen. Und zudem können wir über das Plus den vollständigen Text ansehen oder über Minus die Kurzform. Jetzt haben wir parallel quasi 3 Bewertungen von Aufgaben erhalten. Da verliert man leicht den Überblick, wie viele Punkte man insgesamt hat. Und wenn es entsprechend mehr werden, zum Beispiel in einem Semester können es 10 oder mehr Abgaben sein, ist es noch schwerer, den Überblick zu behalten, wie viele Punkte man hat. Auch dafür bietet Moodle natürlich das Passende an, und zwar im Block Navigation den Eintrag Bewertungen. Klicken wir also einfach hier auf Bewertungen, warten einen Moment, dann sehen wir unser hier Teilnehmerübersicht, unsere Bewertungen im Kurs. Ich scrolle hier mal ein wenig. Und zwar sehen wir einen Bewertungsaspekt, Beispielkurs Moodle. In diesem Beispielkurs gibt es 3 Aufgaben, die Abgabe der zweiten Hausaufgabe, der dritten und der ersten Hausaufgabe und mehrere Spalten. Die erste Spalte, berechnete Gewichtung, können Sie eigentlich getrost ignorieren. Die berechnete Gewichtung gibt an, wie viel Prozent der möglichen Punkte, die Sie in dem Kurs erreichen konnten, diese Aufgabe gab. Das ist aber ein merkwürdiges Maß letztendlich, denn wenn Sie 3 Aufgaben in einem Kurs haben und die alle die gleiche Punktzahl möglicherweise haben können, hat jede 33%, wenn Sie alle 3 bearbeitet haben. Wenn Sie nur 2 bearbeitet haben, haben beide eine Gewichtung von 50%, nämlich 50% der von Ihnen möglicherweise erreichbaren Punkte, da Sie die dritte nicht bearbeitet haben. Und wenn Sie von 3 Aufgaben nur eine bearbeiten, hat diese eine berechnete Gewichtung von 100%, weil aus ihr 100% Ihrer Punkte resultieren. Insofern sagt das über wie viel Prozent habe ich im Kurs überhaupt nichts aus. Die Spalte Bewertung ist die wichtigste. Hier sehen Sie die Punktzahl, 73 Punkte bei Aufgabe 2, 73 bei Aufgabe 3, 93 sogar bei Aufgabe 1. Dahinter steht der Bereich, 0 bis 100 Punkte waren möglich, und zwar bei allen 3 Aufgaben. Und der Prozentsatz, der im Prinzip einfach nur die Bewertung geteilt durch die maximal erreichbare Punktzahl ist. Also bei jeweils 100 möglichen Punkten entspricht das genau der Zahl davor. 73%, 73 bzw. 93%. Der Rang gibt an, wie gut Ihre Bewertung verglichen mit den anderen Kursteilnehmern war. Ein Sechstel darf man nicht als ein Sechstel hier lesen, sondern 1 von 6 heißt, in diesem Kurs gibt es 6 Teilnehmer, die berechtigt sind, Abgaben zu machen, also 6 Studierende. Und wir liegen auf Platz 1. Wichtig dabei ist, Platz 1 in dieser Aufgabe heißt nicht, wir waren der oder die Beste, sondern es heißt, wir haben zusammen mit möglicherweise sehr, sehr vielen anderen die bislang höchste erreichte Punktzahl. Soll erstens heißen, es kann beliebig viele andere geben, die ebenfalls die höchste Punktzahl haben oder unsere Punktzahl. Und zweitens, wenn noch nicht alle Abgaben korrigiert wurden, kann sich das Blatt auch noch ganz, ganz schnell ändern. Dann allerdings nur zu unserem Nachteil, weil entsprechend halt zwar mehr bewertet wurden, aber unsere Position sich eher verschlechtert, wenn mehr bewertet wurden, weil andere bessere Punktzahlen bekommen als wir. Zusätzlich sieht man hier auch das Feedback. Und man sieht, wie viel Prozent der von uns insgesamt erreichten Punkte auf diese Aufgabe entfallen. Also wir haben einmal 93 Punkte, das macht 31% der bisher erreichten Punkte aus. Und zweimal 73%, das macht jeweils 24% der von uns erreichten Punkte.
Und hier ganz unten sieht man die Summe über den Kurs gesamt. Wir haben 239 Punkte erreicht, 300 wären insgesamt möglich gewesen, macht insgesamt 79,67%. Das ist immer noch Platz 1. Warum ist das Platz 1? Naja, unter anderem, weil es ein Beispielkurs ist und die anderen Studenten überwiegend gar keine Bewertung bekommen haben. Es gibt keinen großen Grund, hier extrem stolz zu sein, aber es ist dennoch eine interessante Information, um unsere Leistung ein wenig einschätzen zu können. Unter Umständen fehlen hier aber einige Angaben verglichen mit der Einzelaufgabe. Also wir sehen, hier steht weder, wer uns bewertet hat, noch wann wir bewertet wurden. Wir sehen auch nicht unsere eigene Abgabe, also die Abgabedatei. Und falls der Bewerter, wie zum Beispiel eventuell in Mathematik üblich, einen Scan unserer korrigierten Aufgabe gemacht hat und den als Bewertungsdatei hochgeladen hat, fehlt er hier ebenfalls. Das sieht man alles nur in der eigentlichen Aufgabe. Diese Bewertungsansicht hier ist überaus praktisch, um einen schnellen Überblick zu bekommen, wo stehe ich insgesamt im Kurs. Aber wenn ich wirklich wissen will, wie die Bearbeitung einer konkreten Aufgabe war, dann gehe ich besser direkt zu der Aufgabe und schaue mir die Informationen hier an. Wie gesagt, hier sehe ich nicht nur, wer mich bewertet hat und wann genau und kann in Ruhe den Text lesen, ohne horizontales Scrolling gegebenenfalls machen zu müssen. Hier würde ich auch Bewertungsdateien gegebenenfalls sehen. Kehren wir nochmal schnell zu der Bewertung zurück. Hier gibt es noch zwei andere Tabs. Quiz Analytics wird in aller Regel leer bleiben, wenn es geladen hat. Wenn Sie nämlich keine Kurse haben, die entsprechende Quizze enthalten, wird es auch keine Quiz-Analysen geben. Unter Übersicht hingegen, das ist wieder praktisch, sehe ich eine Bewertung in allen Kursen, in denen ich eingetragen bin. Ich bin hier mit diesem Demo-Nutzer nur in 2 Kursen eingetragen, nämlich den Beispielkurs Moodle und den Kurs der Fachstudienberatung Bachelor Informatik. Bei der Fachstudienberatung habe ich keine einzige Leistung erbracht und habe entsprechend auch keinen Rang. Im Beispielkurs Moodle, wie gesehen, habe ich 239 Punkte und damit Rang 1 von 6 Teilnehmern. Um es also nochmal zusammenzufassen. Sie erhalten einen Überblick über neue Bewertungen, wenn Sie es richtig konfiguriert haben. Über die Systemnachrichten, hier bei der Glocke, bekommen Sie eine Nachricht, es wurde eine Bewertung abgegeben und können die entweder direkt anklicken oder über Mitteilung vollständig anzeigen und dann Link anklicken. Wenn ich hier direkt klicke, komme ich direkt zu der Bewertung. Der Zugriff auf die Bewertung der Aufgabe kann erfolgen, wie gesagt, über die entsprechende Systemnachricht bei der Glocke, direkt durch Anklicken oder über vollständig anzeigen und Link anklicken, indem ich in meinem Kurs direkt auf die Aufgabe klicke. Dann sehe ich ebenfalls direkt die Bewertung, sofern sie bereits vorliegt. Indem ich über die Navigation innerhalb des Kurses auf die Aufgabe klicke, auch dann sehe ich die Bewertung, wenn vorhanden. Oder aber indem ich hier auf die Bewertungen zugreife mit dem Überblick der Teilnehmerübersicht. Das ist auch der Weg, wie ich auf alle Bewertungen zugreifen kann und kompakt sehen kann, wo ich stehe. Gegebenenfalls müssen Sie ein wenig runterscrollen, wenn Sie die Gesamtpunktzahl hier sehen wollen. Das ist der Ansatz, wie Sie auf Ihre Bewertungen im Kurs zugreifen können.